letzten Video haben wir uns den Kauf einer Immobilie aus Eigennutzersicht angeschaut. In dem Video wollen wir uns den Kauf einer Anlegerwohnung, einer Vorsorgewohnung anschauen. Was ist zu beachten? Für den Anleger ist natürlich die Rendite relevant. Welche Verzinsung erhalte ich, wenn ich eine Immobilie kaufe? Auf der anderen Seite natürlich auch den Werterhalt über die Zeit. Darüber hinaus sollte man sich natürlich auch die Umsatzsteuer anschauen. Es gibt Immobilien, die mit Umsatzsteuer gekauft werden oder ohne Umsatzsteuer. Wenn ich weniger als 30.000 Euro Umsatz mache, falle ich in die Kategorie Kleinunternehmer. Ich kann zur Umsatzsteuer optieren oder auch nicht. Allerdings dafür bitte redet mit eurem Steuerberater oder Steuerberaterin, die eure Situation besser kennen. Ein dritter Punkt, der ab und zu auch vernachlässigt wird oder vergessen wird, ist das Mietrechtsgesetz. Das Mietrechtsgesetz hat einen wesentlichen Einfluss über die Höhe der Miete, die ihr fordern könnt. Aber dafür braucht man jetzt einen Experten und würde gern dann bitten, das Thema zu übernehmen. Ja, ob eine Immobilie dem Mietrechtsgesetz unterliegt, muss man ganz genau prüfen. Es gibt da 3 Kategorien, das ist die Teilanwendung, die Vollanwendung und die Vollausnahme. Und je nachdem, in welche Kategorie die Wohnung oder die Immobilie im Allgemeinen fällt, hat das ganz konkrete Auswirkungen auf den Mietvertrag, den ich erstellen kann, insbesondere auf den Mietzins, den ich verlangen kann. Im Vollanwendungsbereich ist der ziemlich genau geregelt und im Teilanwendungsbereich und in der Vollausnahme frei vereinbar eigentlich. Also der Mietzins und die Frage, ob MRG anwendbar ist, hat direkte Auswirkungen auf die Rendite der Wohnung. Und insbesondere spielt es eine Rolle dafür, welche Kosten ich als Eigentümer überwälzen kann. Im Vollanwendungsbereich kann ich nur bestimmte Betriebskosten auf den Mieter übertragen und im Teilanwendungsbereich und in der Vollausnahme bin ich da wesentlich freier. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.